Thema ist übernatürlich. Und wir haben begonnen mit übernatürlicher Helfer Gottes zu neues Leben, zu Rettung, wie die Bibel es beschreibt. Und dann haben wir begonnen zu sehen, wie Gott uns hilft, wie Gott uns außergewöhnliche Gunst schenkt. Und diese Gunst macht Türen auf in unser Leben für Dinge, die wir nicht erwartet haben. Und letzte Woche, wir haben begonnen über Versorgung, Gottes Versorgung zu sprechen. Und ich habe gesagt, schränkt es nicht ein mit nur Finanzen. Und wir haben Beispiele gegeben, wo es waren nicht Finanzen, die notwendig waren für Gottes Versorgung. Es war der richtige Moment, der richtige Person, der richtige Situation. Und diese Woche, wir wollen diese Gedanken weiter fortsetzen und spezifisch auch über Finanzen reden. Wir wollen dieser Kapitel einen Abschluss geben von übernatürlicher Helfer Gottes, für dich und für mich zu sorgen, weil das hat Gott versprochen. Wir haben nichts in dieser Welt mit uns gebracht und wir werden nichts mitnehmen können, außer was wir für ihn und in seinen Namen getan haben. Was tun wir aber mit das, was Gott uns anvertraut hat? Das ist das Ausschlaggebende. Und dass Gott uns hilft und dass Gott als liebender Vater für uns sorgen möchte, well, das müssen wir mehr und mehr und mehr sehen, verstehen, begreifen und ausleben. Und ich hoffe, dass heute Morgen das, was wir anschauen, wird euch helfen. Wir haben 3 Begriffe angeschaut in den vergangenen Wochen. Wir haben diese Begriffe: ein geistlicher Mensch, ein fleischlicher oder natürlicher Mensch, ein unmündiger Mensch und ein seelischer Mensch. Und wir haben festgestellt, dass ein Christ ist entweder ein geistlicher Mensch, und dass diese Auszeichnung geistlich ist nicht komisch, sondern es bedeutet reifer. Es bedeutet eine gewisse Erfahrenheit in Gott, wo man lernt, anders zu überlegen, zu handeln, zu sprechen, zu tun, in einer Art und Weise, wie es Gott gefällt. Das ist, was geistlich wirklich ist. Geistlich ist nicht deine Vorstellung von was geistlich sein mag. Geistlich ist, dass man beginnt, Gott zu kennen durch sein Wort, und in dieser Erkenntnis, du beginnst das in dein Leben umzusetzen. Wir alle fangen an als unmündige Babys in Christus. Es kann sein, du bist 50 Jahre jung und du hörst diese Botschaft zum Beispiel heute Morgen und du machst dein Herz auf und du sagst: Jesus, komm in mein Leben. In dem Moment, mit all deiner Lebenserfahrung und alles, was du errungen hast im Leben, du bist in Christus ein unmündiger Baby. Aber Gott möchte nicht, dass du so bleibst. Gott möchte, dass du wächst, ihn kennst und dass du in die Mündigkeit, in die Reife kommst. Und das ist der biblische Begriff von ein geistlicher Mensch, ein reifer Christ. Aber wir sind nicht nur geistliche Wesen, wir haben auch eine Seele. Und wir können mehr von der Seele getrieben, das bringt für uns, weil die Seele ist beeindruckt von der natürlichen Welt. Und deswegen hat Paulus diesen Begriff fleischlicher oder natürlicher Mensch auch zu vergleichen mit einem seelischen Christ. Ein Christ kann ein seelischer Christ sein oder ein natürlicher Christ sein. Und das hält ihn zurück in seinem Wachstum. Und dann ist er von Gott gesehen als Baby. Und leider mit dieser Phase oder dieser Reife oder Mangel an Reife, Gott kann uns nicht zutrauen mit das, was wir eigentlich haben wollten. Weil wir sind in dem Sinne noch nicht mündig. Und Reife geschieht nicht vom Länge der Zeit. Ich bin in der Gemeinde seit 1920. Es mag sein, es wird außergewöhnlich sein, aber es mag sein, dass du lange dabei bist, aber geistige Reife kommt nicht vom lange dabei zu sein. Reife kommt durch Gott zu kennen und das, was man gesehen hat in Gottes Wort, umzusetzen in deinen und meinen Alltag. Christentum hat zu tun mit Alltagsleben.
Christentum hat zu tun mit realem Leben, wie wir durch die Herausforderungen des Lebens gehen, Montag bis Sonntag. Und nicht nur für 2 Stunden am Sonntagmorgen. Okay? So, wir wollen es nicht wiederholen, was wir letzte Woche angesprochen haben. Gott versorgt in außergewöhnlicher Wege. Wir wollen einen Schritt weitergehen, wie Gott auch finanziell uns hilft. Weil ich sage euch, Jesus hat gesagt, Finanzen und unser Umgang mit den Finanzen ist das Geringste von allem in Gottes Auge. Aber für uns Menschen ist es meistens das A und O. Es bestimmt alles. Und Jesus hat uns gewarnt, du kannst nicht 2 Herren dienen. Du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen. Du dienst Gott und du benutzt Geld. Und Gott ist nicht so geistlich, dass er keine Ahnung hat, was wir brauchen im Leben. Jesus hat gesagt, dein Vater im Himmel weiß genau, dass du eine Wohnung brauchst, dass du Essen brauchst, dass du Kleider brauchst. Wenn du Eltern bist, dass deine Kinder Dinge brauchst. Er versteht all das. Aber er sagte, habt eure Prioritäten in der richtigen Reihenfolge. Suche zuerst nach Gott und seine Wege oder sein Reich. Weil sein Reich ist überall zu erkennen, wo seine Wege wird aufgenommen und ausgelebt. Da ist sein Reich. Sein Reich ist nicht bestimmt mit in Amerika. Da sind sie alle Christen. Nein, es gibt nur einen Ort, wo alle Christen sind. Das ist im Himmel. Aber Jerusalem ist der heilige Stadt. Nicht ganz. Nicht ganz. Es war, als Gott dort wohnte, aber er ist abgehauen. Und er ist nicht nur in Jerusalem, er ist in Feldkirchen. Er ist in Afrika, er ist in China, er ist überall, weil der Geist Gottes ist ausgebrochen aus dem Allerheiligtum. Aus dieser Vorhang wurde gerissen von oben nach unten. Und versteht ihr, wie dick dieser Vorhang war? Es war nicht eine Art Betttuch. Als das Ding gerissen wurde, die wussten nicht, was machen wir jetzt? Weil das war die Herrlichkeit Gottes. Wenn Menschen unerlaubt in die Herrlichkeit Gottes hineingingen unter dem alten Bund, waren sie von der Gegenwart Gottes umgebracht. Weil der Mensch in seiner eigenen Gerechtigkeit hat nicht die Fähigkeit, vor Gott zu stehen. Und aus Jesus, den Tod, als er am Kreuz gestorben wurde, ist der Gegenwart Gottes weg von einem Ort und er ist. Der Vorhang wurde gerissen und durch die Auferstehung ist das ermöglicht, dass der Geist Gottes auf uns alle kommen kann. Wo immer das Evangelium gehört und empfangen ist, da kommt der Geist Gottes. Deswegen müssen wir gehen und verkündigen, dass er lebt. In der Rathaus in Feldkirchen am Montag nach Pakistan zu reisen, wenn Stefan geht, egal wo wir sind Botschafter Christi. Amen. Damit Menschen hören können. Aber nicht nur sind wir Botschafter, wir sind Kinder. Und wir sind nicht mehr Sklaven. Wir waren ausgesetzt als Sklaven zu Sünde und Schuld und Tod. Aber dann kam Christus. Und er gibt uns neues Leben. Schenkt uns einen neuen Beginn im Leben und sagt, ich möchte für dich sorgen. Aber du musst bereit sein, meine Wege zu lernen. So lass uns lernen ein Stück von diesem Reifeprozess. Einige Gedanken in Bezug auf Reife. Römerbrief Kapitel 8. Zuerst Vers 16. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sieh, wenn du dein Herz öffnest für Jesus, das Erste, was du merkst innerlich, es kann sein, du hast 10.000 Fragen hier oben. Ich weiß, ich hatte so viele Fragen. Aber eins könnte ich nicht verleugnen. Es gab einen Frieden, eine gewisse Zuversicht, eine gewisse Wissend. Was war das? Es war Jesus. Es war der Geist Gottes, der in mein Herz kam, der mir Zeugnis gab. Es ist okay, John, du bist jetzt ein Kind Gottes geworden. Und das ist schwer zu beschreiben. Es ist schwer, jemand zu erklären, ich war so, aber jetzt bin ich so.
I once was lost, now I'm found. Ich war verloren, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Das tut nur Gott in seiner Gnade, wenn ein Mensch sein Herz öffnet und sagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennen. Und dieser Geist gibt uns alle Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Aber schau Vers 14 an. Hier ist der Unterschied zwischen dem Zeugnis, den Heiligen Geist zu haben, ich bin jetzt ein Kind Gottes, und zu wissen, ich bin auf dem Weg in der Reife, ein geistlicher Mensch zu werden. Ist Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind, und jetzt hast du ein anderes Wort, Söhne Gottes. Und dieses Wort ist nicht so sehr auf das Geschlecht betont, es hat zu tun mit den Reife. Wir sind nicht nur Kinder, wir sind, wenn wir lernen, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Und das heißt, du beginnst Gott zu kennen durch sein Wort, weil das ist die Art und Weise, das ist die Hauptart und Weise, wie Gott uns leitet. Er leitet uns durch sein Wort. Sieh, wenn Jesus redet zu uns und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das Problem mit uns ist, wenn Jesus redet, er redet in Einklang mit seinem Wort. Und wenn sein Wort ist für dich fremd, du hörst das, aber du nimmst es nicht wahr. Es gibt diese Geschichte von Jesus. Er ging unter den Menschen und plötzlich kam eine Stimme vom Himmel und die Menschen haben etwas gehört. Was gesagt worden war, ist, das ist mein geliebter Sohn. In ihm habe ich Wohlgefallen. Und andere haben gedacht, es hat gerade Donner gegeben, aber ich sehe keine Wolken. Sie für einige, das war Donner. Für andere, die haben gehört, das ist Gottes Sohn. So Gott redet manchmal, Gott redet ständig. Und wir hören es nicht. Es ist wie Radio, Fernsehen. Wisst ihr, was alles läuft um uns herum gerade jetzt? Es gibt einen Spielfilm gerade jetzt im Gange. Und es gibt einen Radiosender und es gibt Musik und all das ist da. Aber du kannst das nicht wahrnehmen, wenn du nicht den richtigen Empfänger hast. Ja? Gott hat uns einen Empfänger gegeben. Das ist der Geist Gottes, der uns Zeugnis gibt. Du bist ein Kind Gottes. Aber dieser Geist möchte in uns eine Reife hervorbringen, damit wir nicht nur merken, wir sind Kinder Gottes, damit wir beginnen können, in unserer geistlichen Reife den übernatürlichen Wirken Gottes hinter der Kulisse, dass er leitet und lenkt und uns ans Ziel bringt. Und das ist ein Prozess, der auch seine Zeit braucht, aber auch seine Erfahrung braucht. Und du sagst, aber John, ich habe Besorgnis, ich habe sogar Angst, ich werde einen Fehler machen. Wait a minute, du wirst nicht einen Fehler machen, du wirst bestimmt Fehler machen. Willkommen im Verein. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Auch wenn der Mensch fehlt 7-mal, der Herr hält ihn wieder auf und richtet ihn wieder auf. Hab keine Angst, ich werde von einem Fehler sprechen heute Morgen. Auch in Bezug auf Finanzen. Gott lasst uns nicht im Stich, wenn wir lernen, vom Geiste Gottes geleitet zu werden. Nicht nach den ersten Buch Einbildung, meine erste Fantasie, mein Wunschdenken. Gott ist nicht da, dein Wunschdenken zu erfüllen. Er ist Gott. Er ist da, aber uns liebevoll zu zeigen, wie wir anders leben können und wie reichlich er unser Leben verändern kann. So, lass uns hineinsteigen. Wir gehen zu einer Geschichte in 2. Korintherbrief. Now, du merkst, wie wichtig das ist im Neuen Testament, wenn du merkst, wie viel Zeit Paulus in Anspruch genommen hat, über solche Dinge zu reden. Jesus hat sehr häufig über Finanzen gesprochen, weil er weiß, wo wir leben. Und Paulus hat genau dasselbe für die Gemeinde getan, weil er wusste genau, hier hakt es manchmal. Wir sagen auf einer Seite, wir vertrauen Gott, aber auf der anderen Seite, wir sind nicht ganz völlig überzeugt, dass Gott für uns sorgt. Dass Gott für irgendjemanden sorgt, ja, das ist cool, aber ich bin nicht ganz sicher, dass er für mich sorgt.
Und so Paulus benutzt eine Situation, um uns alle etwas zu sagen über Gottes Bereitschaft, uns zu helfen im alltäglichen Leben. Und er nennt das eine Gnade. Es ist eine Gnade, die du und ich aufnehmen muss und erleben muss. Es ist nicht Anstrengung. Es ist nicht gezwungenen Gehorsam. Es ist ein Bewusstsein, Gott schenkt mir Gnade. Und aus diesen wie kann man das sagen, dieses Empfangen dieser Gnade, beginne ich anders zu leben, anders zu handeln. Auch in meinen Finanzen. Weil der Grund, warum Jesus sagte, du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen, ist, dass hinter Geld ist eine wahre Macht. Eine geistige Kraft. Und es möchte dir Dinge anbieten, die wirklich nur Gott erfüllen kannst. Wenn du genügend Geld hast, hast du Sicherheit. Wie viele Leute haben Angst für die Zukunft? Die haben Angst, wenn ich älter werde. Wer wird für mich sorgen? Und ich sage nicht, dass es nicht berechtigt, solche Gedanken zu überlegen und zu planen. Das ist gesunder Menschenverstand. Aber Angst zu haben, als ob Gott dich alleine lässt, ist zu sagen, Gott ist nicht fähig. Er hat Himmel und Erde geschaffen, aber ist nicht fähig für mich zu sorgen und mir zu helfen. Und es kann so schnell hineinschleichen, wo plötzlich Geld wird Gott sein in deinem Leben. Und bestimmt, was du tust, was du machst. Ich meine, wir sind ständig konfrontiert. Wir als Gemeinde, es gibt Pläne, die wir gerne tun müssen und möchten. Und was können wir jetzt gerade tun? Wie können wir das umsetzen? Deswegen ein Gemeindetreffen, damit wir über solche Dinge reden, damit jeder denselben Herzeneinstellung hat, damit wir zusammen beten können. Wo geht die Reise hin? Mike hat das verglichen mit einem Boeing. Habt ihr gemerkt, wenn der Boeing so ist, weißt du, wie der Boeing fliegt? Im Kreise. Es kommt nie am Ziel, es bleibt nur im Kreisen. Aber wenn wir ausgewogen sind und wir haben ein klares Ziel für uns, dann werden wir ans Ziel kommen. Und so ist das in deinem und meinem Leben. Gott möchte uns ans Ziel bringen. Und auf dem Weg dorthin, Gott möchte für uns sorgen. Schau das an in 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Eine begeisternde Geschichte. Vers 1. Wir tun euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes kund, welche die Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Denn trotz vieler Trübsalproben hat ihre überfließende Freude und ihre so tiefe Armut den Reichtum ihrer Geberfreudigkeit zu lange gefördert. Now, darf ich etwas sagen? Das ist schon komisch. 4 Begriffe, die nicht zusammengehören. Trübsalproben, überfließende Freude. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden erlebt hast, der großen Trübsalproben erlebt hat mit überfließender Freude? Sieh, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Wir denken, großen Trübsalproben und weinen und schweren Herzen. Und dann kommst du zu einer Gemeinde, die großen Trübsalproben haben und vergleichen das oder begegnen das mit überfließenden Freude. Nur Gott kann das tun. Nur Gott kann Freude hervorbringen in einer Trübsalproben. Und Trübsalproben kommen in verschiedenen Farben und Gestalten. Und es kommt mit einem Ziel, dein Glauben zu berauben, dich niederzureißen, damit du nie wieder wagst, aufzustehen und zu sagen, Gott wird in mein Leben wirken. Bleib brav sitzen in der Kirche, liebe Christen. Bete eure Gebete, aber wage nicht, dieses Buch anzunehmen. Wage nicht mit Gott. Sieh, das ist, was diesen Trübsalproben hervorbringen möchte in deinem und meinem Leben. Und wir müssen hinter der Kulisse schauen. Wir müssen wissen, wir haben einen übernatürlichen Gott, der zu seinem Wort steht. Er braucht nur unsere Bereitschaft, unseren Mut, unsere Freimütigkeit, ihn zu kennen und mit ihm zu ziehen und mit ihm zu gehen.
Und hier war eine Gemeinde, Trübsalsproben, aber begegnet hat mit überfließender Freude. Dann schaut es an, tiefe Armut. Na, ich muss ehrlich sagen, und Stefan kann das besser als uns alle beweisen. Wir, egal wenn wir, und ich möchte nicht deinen und meinen Trübsalsproben in Finanzen in Frage stellen, aber ganz ehrlich gesagt, unsere Trübsalsproben im Vergleich mit wie viele Menschen auf dieser Erde leben, ist keine Trübsalsprobe. Wenn Stefan nach Pakistan oder Indien reist, siehst du Menschen, bist du konfrontiert mit, was Armut wirklich ist. Wir nennen es Armut hier. Und ich möchte nicht politisch hier in meinen Prediger hineingehen, aber wir reden viel über Armut und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und das ist alles gut und schön. Aber in Licht von wie Gott Menschen sieht, weil du musst verstehen, einen kleinen pakistanischen Junge oder Mädchen ist genauso wertvoll für Jesus als einer, der hier im Ruhrgebiet geboren ist. Gott sieht nicht der Person an, Gott schaut auf das Herz. Und wir kennen uns nicht wirklich aus, oder die meisten, ich werde das nicht allgemein sagen, es kann sein, ein oder den anderen hat schon Dinge erlebt, die ich nicht wusste. Aber die meisten von uns verstehen nicht wirklich Armut. Ich schaue in meiner eigenen Familiengeschichte an. Beide meiner Eltern sind durch die große Wirtschaftskrise, die waren geboren und durch das gegangen. Meine Mutter war 8 oder 9, mein Vater war schon 11. Bis es vorbei war, er 13. Und die haben manchmal erzählt, wie es war. Das fing an in 1929 für diejenigen, die keine Ahnung haben, was ich gerade jetzt angesprochen habe. Die große Weltwirtschaftskrise hat angefangen 1929. Und die Leute waren so arm, dass sie hatten nichts mehr zu essen. Wir können für uns, die meisten von uns, nicht vorstellen. Es kann sein, du kannst nicht das alles kaufen, was du kaufen gerne möchtest zum Essen. Aber stell dir vor, kein Essen zu haben oder nach dem Krieg hier in Deutschland. Einige von euch selber hat das erlebt oder eure Eltern haben das erlebt oder Großeltern. Gar nichts mehr zu essen. Es gibt nichts zu finden zu essen. Es war eine solche Situation. Und diese Leute mit diesen tiefer Armut haben es begegnet mit der Reichtum ihrer Geberfreudigkeit. Das passt nicht zusammen irgendwie. Und doch in Gottes Reich, yes. Now, how did they do that? Wie sind sie vom großen Trübsal zu Freude, vom tiefen Armut zu Geberfreudigkeit gegangen? Das möchte ich lernen. Ich hoffe, dass du das lernen möchtest auch. Schau, was sie getan haben. Wir gehen zu Vers 3. Denn nach Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihre Vermögen waren sie bereitwillig und baten uns mit vielen zu reden, um die Gnade an den Diensten für den Heiligen teilnehmen zu dürfen. Und nicht nur, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Lass uns das ein bisschen enträtseln. Und Paulus hat schon gehofft, dass die Gemeinde würde beteiligt sein. Die Gemeinde in Mazedonien hier, dass die werden sich beteiligen an einer Sammlung für die notleidenden Christen in Jerusalem. Und eigentlich das ganze Prozedur hat begonnen 1 Jahr zuvor. Und die Gemeinde in Korinth ist involviert und viele andere Gemeinden sind involviert. Und die hatten schon gehofft, dass irgendwie, trotz Trübsal und Armut, das Mazedonien wird sich auch beteiligen sein. Manchmal wird vergessen, dass Geberfreudigkeit, erstens, ist nicht abhängig von der Summe, sondern das Herz. Und zweitens, wir berauben Leute den Freude und den Segen, wenn wir sie nicht beteiligen, auch an die Möglichkeit, solche Dinge zu unterstützen. Habt ihr es verstanden?
Das gibt einen Segen, wenn du nach deinem Gewissen und Herz und Freude etwas investierst in das Evangelium für andere Menschen, wenn du etwas freisetzt. Und auch wenn du in tiefer Armut bist und du hast nie die Gelegenheit, etwas zu tun, weil alle denken, du bist sowieso arm, dieser arme Mensch wird arm gehalten. Einige Pastoren in der neuen Bundesland der damaligen DDR, wisst ihr, was die mir gesagt haben? Was ihr Leben so verändert hat, war das Buch Die Autorität des Gläubigen, aus diesem Grund. Ein Pastor hat mir einmal gesagt, John, ich muss dir zugestehen, ich dachte immer, alles kommt aus dem Westen. Und unsere Lebenseinstellung war, wenn etwas Gutes kommt, ist es, weil jemand aus dem Westen es mitgebracht habe. Als ich das Buch las, dass ich ein Kind Gottes bin, dass Jesus mir Autorität gegeben hat, dass ich in seinen Namen binden und lösen und beten können, habe ich zum ersten Mal gesagt, ich vertraue Gott für was ich brauche für meinen Dienst. Und für diejenigen, die das erlebt haben, damals in der DDR, du musstest Jahre warten für ein Auto. Ein Pastor hat gesagt, ich habe Gott gesagt, ich brauche das Auto. Wir haben 2 Gemeinden gegründet. Ich muss vom einen Ort zu den anderen fahren. Und Gott, ich vertraue dir, dass du mir ein Auto schenkst. Innerhalb von einer Woche hat er ein Auto bekommen. Now, hier ist mein Punkt. Hat Gott sich verändert wegen der Wende? Was war der Unterschied? Er hat seine Einstellung geändert. Er hat begonnen, Gott zu vertrauen. In seiner Armut, in seiner Begrenztheit, er hat etwas getan. Anders als bisher gewohnt. So egal, wo du bist, du kannst anders handeln, wenn du beginnst zu verstehen, Gott ist übernatürlich. Er ist nicht eingeschränkt mit deinem Gehalt, mit deinen Situationen, mit das, was du siehst als Quellen für deine Finanzen. Schränkt es nicht ein mit nur Finanzen. Das ist wahr in jedem Bereich des Lebens. Hier aber, die haben über einen Opfergaben, Finanzen gesprochen und Paulus beschreibt das als Gnade. Und die haben etwas getan. Und das ist mein Lesson to you. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du als Einzelperson dein Herz in Einklang bringst mit Gott. Aber ich möchte auch für die Ehepartner unter uns auch sprechen heute Morgen. Dass ihr zusammen seid in euer Tun. Dass ihr zusammenstehen, wissen, Gott wird für uns sorgen. Auch wenn es scheint, dass du Mangel hast. Auch wenn es scheint, dass es kein Weg nach vorne. Wenn ihr vor Gott zusammensteht und gemäß sein Wort handelt, wie diese Gemeinde in Mazedonien. Was haben sie getan? Trotz ihrer großen Not, trotz ihrer Trübsal, die haben etwas gegeben. Na, Paulus sagte, was sie gegeben hat, war schockierend. Weil sie sind über ihr Vermögen hinausgegangen. Wie ist das möglich? Weil sie haben Gott vertraut. Well, lies das, der letzte Satz, was sie gelesen haben in Vers 5. Die haben etwas getan, was Paulus nicht erwartete. Bevor sie haben es Paulus gegeben, die haben etwas Radikales getan. Die haben Gott gefragt, was sollen wir tun? Sie sahen eine Sendung von Gospel Life Center. Unser Gottesdienst findet sonntags um 10:15 Uhr statt. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten haben möchten, sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 089 903 8803. Oder besuchen Sie unsere Website www.glc.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten Jesus.